Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Es ist Samstag 17 Uhr, also Zeit zum Patchen und Quilten. Und heute geht es um die Frage, kann man 24 Beutel für den Adventskalender in 10 Minuten nähen? Und ja, das geht, und zwar mit der Patchwork-Methode. Und ganz ehrlich, ich habe gerade das Ganze einmal gemacht und ich brauche wesentlich länger, um die Beutel zu wenden und zu dekorieren, als ich tatsächlich fürs Erstellen der gesamten Beutel gebraucht habe. Wenn ihr Lust habt, machen wir das jetzt zusammen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Zunächst einmal brauchen wir Stoff. Und zwar einen Stoff, der nicht riffelt. Und ich finde, da eignet sich Samt ganz hervorragend. Nicht jeder Samt zuppelt mal so an diesem oberen Ende, ob das Ganze ausfranst oder nicht. Wenn euer Stoff nicht ausfranst, ist er für unser Projekt genau der richtige. Für unsere Beutel brauchen wir ein Stoffstück 1,50 Meter breit und 75 cm lang. Wir brauchen ein Band. Ich verlinke euch die ganzen Daten unter dem Video. Und wir brauchen 24 Sterne. Holzsterne mit einer sehr groben Bohrung. Wenn wir unser Material zusammen haben, möchten wir zuerst einmal die Bänder zuschneiden. Dazu nehmen wir ein 30 cm breites Lineal. Wir legen unser Band einmal am Lineal an und wir wickeln unser Band 24 Mal um die 15 cm Seite unseres Lineals. Ziehen das vorsichtig vom Lineal und schneiden unsere Bänder einmal durch. Die legen wir eben zurück zum Material und damit sind schon alle Vorbereitungen fertig. Wir bereiten unseren Stoff vor. Das heißt, wir schlagen unseren Samt einmal auf. Wir möchten ihn nicht über die Mitte schlagen. Dann verläuft unsere Struktur vom Sand einmal in die eine und einmal in die andere Richtung. Das funktioniert nicht so gut. Das heißt, wir nehmen unser Stoffstück, öffnen das einmal und schlagen das im Stoffbruch auf die andere Seite. Wir richten unser Stoffstück aus, sodass die gerade Kante vor uns liegt und wir zeichnen uns eine gerade Linie an der unteren Stoffseite ein. Dazu können wir einen Stift verwenden, mit dem wir auf Stoff malen. Wir können aber auch einen ganz gewöhnlichen Marker, den wir für Papier nehmen, verwenden. Denn das wird nachher weggeschnitten. Das ist die untere Kante. Über diese untere Kante zeichnen wir alle 24 Beutel einmal auf. Wir zeichnen uns am äußeren Rand einen Punkt, einen Strich und von da aus tragen wir 12 cm ab. Das heißt, wir haben unsere gerade Linie und haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Striche auf unsere gerade Linie gezeichnet. Diese geraden Linien ziehen wir einmal nach oben. Wenn wir das haben, zeichnen wir nach 18 cm eine querlaufende Linie. So schaut das bis jetzt aus. Nun möchten wir noch nach 5 cm von der oberen Linie an der rechten Seite einen kleinen Strich markieren. Wir messen 5 cm und setzen einen Strich. Damit sind alle Beutel vorgezeichnet. Als nächstes nehmen wir eins unserer zugeschnittenen Bänder, schlagen das Band auf die Mitte und unsere Umbruchkante, die legen wir nun an unserer 5 cm Marke und an unserer rechten Seitenlinie an und das Ganze, komm her, so stecken wir einmal fest. Und das wiederholen wir bei allen 24 eingezeichneten Beutelchen. Unsere Vorzeichnung ist gemacht, unser Stoffstück ist gesichert und unsere Bänder sind gesteckt. Das Ganze nehmen wir einmal mit zur Nähmaschine.
Und wir nähen füßchenbreit an der ersten ganz rechts eingezeichneten Linie entlang. Wir nähen vorsichtig über unsere Nadel, ziehen unsere Nadel heraus, nähen noch einmal vor und zurück, verriegeln und wir nähen über die nächste gezogene Querlinie. Hinter der Querlinie verriegeln wir. Die Außenkante unseres Füßchens läuft die ganze Zeit an unserer schwarzen Linie entlang und damit das Ganze sich nicht verschiebt, können wir, wenn wir mögen, ein Lineal unterlegen. Wir nähen mit ein paar Handstichen über unsere Nadel und wir verriegeln. Und wir nähen entlang unserer schwarzen Linie weiter und stoppen füßchenbreit vor der unteren Linie. Wir drehen unser Stoffstück, nähen entlang der unteren Linie, stoppen füßchenbreit vor der nächsten schwarzen Linie und wir nähen wieder entlang der nächsten schwarzen Linie nach oben. An unserer Nähmaschine haben wir das Standardnähfüßchen eingestellt, eine etwas kräftigere Nadel, eine 80er oder eine 90er Nadel. Bei der letzten Naht verriegeln wir, nähen ein bisschen über den Strich hinaus, drehen das Ganze einmal um. Wir nähen an unserer schwarzen Linie vorbei, Füßchen weit, drehen das Ganze weiter und wir nähen nun auf der anderen Seite unserer schwarzen Linie füßchenbreit wieder zurück. Bei unserer querlaufenden schwarzen Linie nähen wir nur auf einer Seite. Wenn wir uns unseren Beutel hier einmal anschauen, wir haben hier das eingenähte Band, haben 5 cm und hier oberhalb der 5 cm ist dann also die Öffnung unseres Beutels. Die schwarze Linie ist unsere Strichkante, das heißt, unsere nächste Naht, der nächste Boden, liegt füßchenweit von dieser schwarzen Linie entfernt. Die nähen wir ein und jedes Mal, wenn wir über unsere querlaufende Naht nähen, über diese Längsnaht, die wir nun quer passieren, verriegeln wir. So schaut das Ganze nun aus. Wir möchten nun über jede schwarze Linie schneiden. Die schwarzen Linien sind unsere Schnittlinien. Wir achten darauf, dass wir die Bänder nicht schneiden und wir achten darauf, dass wir die Endpunkte der Bänder einmal zurückschlagen, damit wir sie wie hier an der Beispielseite nicht zerschneiden. Wir schneiden über jede schwarze Linie, genau auf den schwarzen Linien. Wenn wir unsere Taschen längs zugeschnitten haben, können wir sie einmal querschneiden und diese Verriegelungen sorgen dafür, dass wir hier Halt haben und sich unsere einfach übergenähten Nähte nicht öffnen. Unsere vorbereiteten Beutel nehmen wir einmal in die Hand. Wir nehmen eine grobe Nadel, stecken beide Bandenden durch unsere Nadel, gehen oberhalb unserer stark vernähten Stelle durch die Naht. Das Ganze geht super schnell. So. Und wir ziehen das Band einmal auf die rechte Seite. Wenn wir alle Bänder nach innen gezogen haben, wenden wir unsere Beutel, formen die hier ein bisschen aus und wir nehmen einen dieser Sterne, ziehen unsere Bänder einmal hindurch und verknoten das Ganze. Jetzt kann ich meinen Beutel füllen. Ich nehme mein Band, ziehe das einmal über meinen Beutel und ziehe das Ganze fest. Yay! Alle Beutel sind fertig geworden und das tatsächlich in sehr, sehr kurzer Zeit.
Die Beutel waren sehr, sehr schnell genäht und das Wenden und Sterne anbringen hat länger gedauert als das eigentliche Beutelnähen. Und so sehen die kleinen Beutel dann fertig aus. Hey, mit Nummer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr gebt den Beuteln und der Nähmethode eine Chance. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten und nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.